MOBA Planungsdienst, Anlage 01, Hangviadukt und kleiner Endbahnhof. Aus meiner Videoserie zur Modellbahnplanung ergab es sich, dass manche Leute den Wunsch nach einer von mir geplanten Modellbahn äußerten. In Abstimmung mit dem durchaus sehr zufriedenen Kunden darf ich die Pläne hier vorstellen. Gestaltung der oberen Sichtebene. Ursprünglich angedacht war eine L-Anlage mit den Maßen 4,20 Meter x 1,80 Meter. Die Fläche ist zwar nicht ganz klein, aber sie wäre zu klein gewesen, um die Kundenwünsche anständig zu verwirklichen. Im Verlauf der Planung ergab sich dann eine Fläche von 4,20 Meter x 2,30 Meter. Lediglich auf der rechten Seite der Anlage mussten die 1,80 Meter eingehalten werden. Aus den genannten Gründen heraus und aus den Gründen der Zugänglichkeit kam sehr schnell der Gedanke an eine Multideckanlage auf. Die Konzepte haben während der Planungsphase etwas variiert, aber kommen wir nun zu dem, was endgültig hinten rausgekommen ist. Im Bild sehen wir gerade die obere Sichtebene der Anlage. Diese Ebene wird dominiert von einem Bahnhof, der in einer Drehscheibe endet. Eine derartige Gestaltung ist zwar beim Vorbild nicht sehr häufig zu finden, aber sie ist zu finden. Außerdem gibt diese Drehscheibe die Möglichkeit, die Lokstation im 90°-Winkel zum Bahnhof zu setzen. Diese Drehscheibe ermöglicht es übrigens auch dem VT95, für den es ja keinen Steuerwagen gibt, bzw. für den keine Steuerwagen beschafft wurden, an einem Endbahnhof die Fahrtrichtung zu wechseln, ohne den Beiwagen zu umfahren. Ansonsten hatte ich bei der Planung etwa das Bild des Bahnhofs Beinheim aus Teil 31 der Modellbahnplanungsserie im Kopf. Link siehe oben rechts in der Infocard oder in der Videobeschreibung. Achso ja, natürlich ist er auch noch in der Playlist, die zu diesem Film hier angelegt wurde. Natürlich findet ihr auch diesen Link oben in der Infocard oder unten in der Videobeschreibung. Die Kernpunkte zum Aussehen des Bahnhofs sind also ebenengleiche Gleisübergänge, eventuell Schüttbahnsteige, Flügelsignale und Spannwerke. Ansonsten gibt es an dem Bahnhof noch ein Gleis, an dem der abends letzte bzw. morgens erste Zug bzw. dessen Waggons abgestellt werden. Lok und Lokführer übernachten natürlich in der Lokstation, dafür ist diese Einrichtung da. Ansonsten gibt es auf der oberen Sichtebene, die etwa auf 1,30 Meter ist, noch eine Ortsgüteranlage und den Gleisanschluss einer Brauerei. Das Anschlussgleis der Brauerei beginnt etwa da, wo jetzt der Pfeil ist. Es ist also sowohl für die Brauerei als auch für die Ortsgüteranlage genug Platz zum Rangieren und zum Ausziehen von Waggons. Aber spielen wir jetzt doch einfach mal das Szenario, der erste Zug morgens durch. Die Lok kommt aus dem eingleisigen, aber zweiständigen Lokschuppen heraus. Die Lok zieht auf die Drehscheibe vor und wird von ihr so gedreht, dass sie auf das Gleis am Hausbahnsteig fahren kann. Nun rückt sie zu den am Abend vorher abgestellten Waggons vor. Die Waggons werden angekuppelt und der ganze Zug setzt zurück bis an den Hausbahnsteig. Hier werden Lok und Waggons abermals getrennt und die Lok rückt vor auf die Drehscheibe. Jetzt wird die Lok von der Drehscheibe so gedreht, dass sie an den Waggons vorbeifahren kann. Nach der letzten Weiche kommt die Lok zum Stehen, die Weichen werden umgestellt, sie setzt zurück an den Hausbahnsteig und koppelt die Waggons an. Wenn es Zeit zur Abfahrt ist, setzt sich der Zug in Bewegung. Zwischen der Doppelkreuzweiche am Bahnhofskopf und dem Beginn des Gleiswendels sind rund 4 Meter Fahrtstrecke zurückzulegen. Das sollte eigentlich reichen. Jedenfalls kreiselt der Zug gegen den Uhrzeigersinn jetzt erstmal 6 Umdrehungen abwärts. Gestaltung der unteren Sichtebene. Spätestens jetzt steht die Entscheidung an, ob der Zug noch weitere 5 Umdrehungen Richtung Schattenbahnhof kreiseln soll oder ob er den Gleiswendel in Richtung Paradestrecke verlässt. Letzteres würde er an dieser Weiche hier tun. Die rote Linie hier im Bild ist übrigens der Verlauf der Hintergrundkulisse. Wenn der Zug den Gleiswendel an dieser Stelle verlässt, dann ist er nochmal 5,90 Meter auf der Paradestrecke unterwegs. Denn erst nach dieser Strecke, die größtenteils über ein Hangviadukt läuft, erreicht der Zug das Tunnelportal in einer anderen Ecke der Anlage. Von diesem Tunnel aus geht es über einen weiteren Gleiswendel runter in den Schattenbahnhof. Wenn es natürlich vom rollenden Material her passt, dann könnte man natürlich auch hier auf die Hafenbahn abbiegen. Die Hafenbahn, hier blau eingezeichnet, läuft etwa 8 cm tiefer als die Strecke auf dem Hangviadukt. Sie bindet ein kleines Öllager an das Schienennetz der Hafenbahn an. Das Öllager selbst hat eine kleine Anlegestelle, es liegt aber ein paar Meter höher als der Fluss. Der Fluss selbst ist auf der Anlage nicht dargestellt, er wird im Prinzip durch den Gang repräsentiert. Nach der eingleisigen, nicht elektrifizierten Nebenstrecke widmen wir uns jetzt der zweigleisigen, elektrifizierten Hauptstrecke. Sie ist nur im Sichtbereich zweigleisig, ansonsten ist sie aus Kosten- und Platzgründen eingleisig. Die Anlage wurde so gestaltet, dass die übliche Tiefe bei rund 60 cm liegt. Einzig in den Anlagenecken ist die Tiefe der Anlage größer,
aber da wird die Tiefe durch die Hintergrundkulisse, hier rot eingezeichnet, begrenzt. Ach ja, und bei den Gleiswändeln ist die Anlagentiefe natürlich auch größer. Zur Verbesserung der Erreichbarkeit wurde der rechte Gleiswendel etwas von der Wand abgerückt und der linke Gleiswendel steht ja sowieso mitten im Raum. Somit sollte eine gute Erreichbarkeit also gegeben sein. Gestaltung des Schattenbahnhofs. Der Schattenbahnhof ist auf möglichst große betriebliche Vielfalt ausgelegt. Das heißt, jeder ankommende Zug kann den Schattenbahnhof in jede beliebige Richtung verlassen. Auch wenn die Gleise oben rechts im Plan dazu gedacht sind, mehrere Züge hintereinander auf sie draufzustellen, bleibt diese Freizügigkeit doch erhalten. Einzig die beiden unteren Gleise rechts im Plan sind für richtungsabhängige Züge gedacht. Damit sind beispielsweise beladene und unbeladene Kohlezüge gemeint. Es macht ja keinen Sinn, dass ein beladener Kohlezug einmal in die eine Richtung fährt und das nächste Mal in die andere Richtung. Und ansonsten ist die Gleisführung im Schattenbahnhof eher auf Effizienz denn auf Symmetrie ausgelegt. Die hier grün angezeichneten Gleise sind Abstellmöglichkeiten für Züge. Der 3D-Plan. Und hier nochmal ein Blick auf den dreidimensionalen Plan der gesamten Anlage. Da der Kunde einen gewissen Respekt hatte vor der Verarbeitung von Flexgleisen, sind die zu biegenden Flexgleise hier rot hervorgehoben. Ansonsten gibt es zu diesem doch verhältnismäßig unübersichtlichen Plan nicht sehr viel zu sagen. Hier ist der 3D-Plan der Anlage aus verschiedenen Perspektiven. Zuerst werden die einzelnen Ebenen gezeigt und dann wird die ganze Anlage gezeigt. Der Schattenbahnhof. Die untere Sichtebene. Die obere Sichtebene. Und die Gesamtansicht. Unterbau der unteren Sichtebene und des Schattenbahnhofs. Jetzt kommen wir zu einem Themenbereich, der für viele Modellbahner ein Horror ist. Mir macht es aber durchaus Spaß, einen Unterbau zu konstruieren. Denn das Konstruieren und das Bauen mit Holz hat durchaus auch seine kreativen Seiten. Auf dieser Infografik hier sind die verschiedenen Holzkonstruktionen zu sehen, die wir für diese Anlage brauchen. Wichtig für das aktuelle Kapitel ist die rechte Seite der Infografik. Genau genommen ist es sogar nur die untere Hälfte der rechten Seite, die für den Unterbau der unteren Ebenen interessant ist. Ganz unten rechts ist der Unterbau für an der Wand stehende Anlagensegmente. Links daneben ist der Unterbau für Anlagensegmente, die frei im Raum stehen. Hier ist es wichtig, dass eine relativ massive Latte vom Boden bis zur Decke geht und an der Decke auch befestigt wird. Nach diesem kurzen Vorwort gucken wir uns das Ganze mal auf dem Anlagenplan an. Die Stützen, die bis zur Decke gehen, sind in Rot eingezeichnet. Die Stützen, die bis unter die obere Sichtebene gehen, sind braun eingezeichnet. Die Stützen, die maximal bis unter die untere Sichtebene gehen, sind grün eingezeichnet. Die Latten, die den Schattenbahnhof tragen, sind ebenfalls grün eingezeichnet. Im Prinzip deckungsgleich verläuft der Unterbau unter der unteren sichtbaren Ebene. Zwischen beiden Bauelementen konstruktive Unterschiede zu machen, würde sich erst lohnen, wenn in der unteren Sichtebene wirklich schwere Materialien eingesetzt würden, um die Landschaft zu gestalten. Dass diese Maßnahmen also gar nicht notwendig sind, kann man weiter hinten im Film sehen. Aber jetzt geht's erstmal weiter aufwärts. Der Unterbau der oberen Sichtebene. Beim Unterbau der oberen Sichtebene ist die besondere Problematik, dass Stützen weder den Bereich der Hintergrundkulisse noch den Bereich des vorderen Anlagenrandes stören sollen. Das klingt jetzt erstmal problematisch, aber da gibt es eine ganz einfache Lösung: den Leiterrahmen. Im Plan oben habe ich zwei 2,10 Meter lange Leiterrahmen eingeplant. Ebenso eingeplant ist eine ausreichend intensive Verdübelung der Leiterrahmen in der Wand. Natürlich sind die Leiterrahmen auch an der Stelle, an der sie zusammenstoßen, vielfach verschraubt. Auf der linken Seite wird der Leiterrahmen durch eine der vorher schon erwähnten recht massiven Stützen zwischen Decke und Boden abgestützt. Wer die obere Ebene atombombensicher ausführen will, und wer will das nicht, der setzt an einzelne Sprossen der Leiterrahmen noch solche Verstärkungen, wie sie hier auf der linken Seite des Bildes zu sehen sind. Eine eingebaute Verstärkung ist übrigens rechts oben auf der Infografik zu sehen. Zu sehen ist übrigens auch, dass die Bodenplatten der einzelnen Ebenen kein Holz sind, sondern Styrodur.
Natürlich kann auch jeder andere geeignete Hartschaum verwendet werden. Wichtig ist auf jeden Fall, dass er leicht ist. In der Playlist zu dem Film, siehe Infocard oben rechts, sind einige Filme zum Umgang mit Hartschaum verlinkt. Bei dieser Anlage kommt natürlich noch ein weiterer Aspekt hinzu, und zwar der Schattenbahnhof. Wenn eine Ebene einer Modellbahn auf Schienbahnhöhe liegt, dann kann man natürlich nur schlecht erwarten, dass sie von unten verkabelt wird. Also muss man Vorkehrungen treffen, um sie von oben verkabeln zu können. Bei Styrodur ist das denkbar einfach. Man drückt einen Kabelkanal unter Gleisen beispielsweise einfach mit dem Schraubenzieher ins Styrodur. Die nächste Frage ist natürlich die Befestigung der Schattenbahnhofsgleise auf dem Hartschaum. Dazu könnte man beispielsweise Stahlstifte nehmen, die man einfach in die Schwellen drückt. Da sind ja verschiedene Löcher für die Aufnahme von Schrauben. Und Stahlstifte gehen durch Styrodur wie ein heißes Messer durch Butter. Außerdem sollten die Stahlstifte so lang sein, dass sie die volle Dicke der Hartschaumplatte ausnutzen. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Gleise mit Spielsand einzuschottern. Das Ganze wird dann mit dem üblichen Wasser-Weißleim-Spüli-Gemisch verklebt. Nach dem Trocknen des Klebers hält das Ganze bombenfest. Und wenn man das Gleis entfernen will, dann macht man einfach den Sand wieder nass, wartet eine halbe Stunde und dann kann man das Gleis einfach rausnehmen aus der Sandbettung. In meinen Augen sind Hartschaumplatten mit 30 mm Stärke ideal als Grundplatte für die Modellbahn. Aber kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Tipps zum Landschaftsbau. Wie schon erwähnt, empfehle ich den Landschaftsbau mit relativ leichten Materialien. Hier sehen wir einen Querschnitt der unteren Sichtebene im Bereich des Hangviadukts. Die Grundplatte der Anlagenebene sind 30 mm Hartschaum. Der Weinberg wird dann wie hier im Bild zu sehen aus verschiedenen Hartschaumplatten aufgeschichtet. Auf eine dieser Plattenschichten stellt man dann das Hangviadukt in der gewünschten Höhe. In der Playlist zu diesem Film ist ein Tutorial, das den Bau von Säulen und Bögen aus Hartschaum erklärt. Es ist sehr hilfreich bei der Konstruktion eines Hangviadukts. Die Playlist wird in ein paar Sekunden am Ende des Filmes über eine Endcard anklickbar sein. Nochmal ein kurzer Themenwechsel. Thorstens MOBA Planungsdienst hat jetzt seine eigene Seite auf meiner Firmenwebseite infographics.de. Die genaue Adresse ist in dem roten Balken hier eingeblendet. Ansonsten ist in der Videobeschreibung noch ein Link zu der Seite. Auf dieser Seite werden in den kommenden Wochen Stück für Stück alle relevanten Informationen veröffentlicht. Wer seine Modellbahn von mir planen lassen möchte, kann mich gerne kontaktieren. Die Kontaktdaten stehen auf der Website. Wobei sie natürlich auch in diesem Bild hier abzulesen sind.